In diesem Video mit ganz viel Knoblauch, einer tollen Knoblauchernte, richtig dicken Knollen, Knollen wie aus dem Supermarkt, Knoblauch richtig trocknen, Knoblauch in Honig, den ersten Kürbissen und Melonen, ganz dicken Brummern, Neues aus dem Hochbeet, Chilis, Paprika spitz und stumpf, Tomaten, Obst, Wein, richtig guten Käfern, richtig blöden Käfern, den 4 Laufenten, dem Putenküken und natürlich mit der Katze Luzi. Film ab! Hinter mir seht ihr den Knoblauch, der kommt bei mir jetzt raus. Man sagt, wenn so 2/3 des Laubes hier vertrocknet sind, kann man ihn rausholen. Er könnte bei mir schon noch ein paar Tage drin bleiben. Knollen werden vielleicht noch ein paar Millimeter größer, aber bei mir muss er jetzt raus, denn ich habe Folgekulturen, die hier auch noch reinkommen. Jetzt holen wir mal einen raus und schauen, wie groß die Knollen geworden sind. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. So, ein bisschen sauber gemacht. Ihr seid schließlich vor der Kamera. Schaut her, können sich sehen lassen. Das ist außerdem die Sorte Morado. Und dann kommt das Schönste, nämlich die Ernte. Nachdem ich die Zehen im Herbst in die Erde gesteckt habe, die Pflänzchen gehegt und gepflegt habe, von Unkraut befreit habe, die Erde gehackt habe, kann ich sie jetzt endlich ernten. Und schaut, was für schöne Knollen da rauskommen. Jedes Jahr ist es wieder eine große Freude zu ernten, sei es der Knoblauch oder Zwiebeln oder sonst irgendein Gemüse. Es ist einfach toll. Jetzt bin ich durch. Mitunter bin ich ziemlich zufrieden mit der Ausbeute. Hier sind schöne Knollen geworden und die bleiben jetzt hier so eine Stunde ungefähr auf dem Beet, solange die Sonne runter scheint. Da trocknet die Schale so ein bisschen an, wird das Ganze haltbarer und dann sammle ich sie ein, dann kommen sie ins Körbchen. Der Knoblauch lag jetzt ungefähr eine Stunde hier in der Sonne. Außen ist er angetrocknet, genau so soll es sein. Wunderschön, ne? Hopp. Das sind schon ein paar Kilo. Saison ist gerettet. Und wie kriegt man das jetzt hin, dass so ein Knoblauch so bilderbuchmäßig aussieht wie im Supermarkt? Ganz simpel. Ich gehe einfach her und nehme die äußerste Schicht hier weg. Dazu haben die großen Hersteller natürlich Maschinen. Das geht ganz schnell. Hier mache ich es manuell. Einfach hier so runterziehen. Dann kann man noch das Wurzelstück abschneiden. Und schon hat man ein Stück Knoblauch, das einfach bilderbuchmäßig ausschaut. Noch den Stiel weg. Fertig. Und wie lagert man den Knoblauch jetzt? Im Kühlschrank? Nein, gar nicht nötig. Der würde jetzt ja, wenn er in der Erde bleiben würde, im nächsten Frühjahr erst wieder austreiben. Das ist ein Überwinterungsorgan, wie eine Zwiebel auch. Und wenn ihr den kühl und trocken und dunkel lagert, dann hält er euch bis ins nächste Jahr rein. Und ihr könnt die einzelnen Zehen dann nehmen und auch wieder auspflanzen. Dazu gab es ja schon beim Rigotti einige Videos. Verlinke ich euch da oben in der Ecke. Und der kommt jetzt bei mir in die Küche, den werde ich frisch verwenden. Um ihn frisch zu verwenden, mache ich ihn auch einfach auf. Nochmal die äußeren Schalen weg. Bis ich hier an die einzelnen Zehen rankomme. Da kann man schon von Hand schälen, weil die noch ganz frisch sind. Irgendwann werden die ja so ein bisschen eingetrocknet, aber innen bleibt es immer frisch. Und so kann man den Knoblauch jetzt verwenden. Ist was Köstliches. Knoblauch-Junkie, muss ich zugeben. Mag ich total gern. Muss in der Familie liegen.
Und meine Frau mag ihn zum Glück auch. Ja, dann bereite ich schon mal die erste Charge für meine Küche vor, also eine relativ kleine Menge, mit der ich dann in der Küche arbeiten kann. Und die restlichen Knoblauchknollen, die werde ich erstmal in der Sonne noch außen antrocknen lassen, damit sie gut haltbar sind. Das zeige ich euch aber gleich. Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass Knoblauch die Blutfettwerte senken können. Also immer schön regelmäßig Knoblauch essen. Und ich glaube, wer regelmäßig Knoblauch isst, der riecht dann auch nicht mehr so. Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit daran. Die restlichen Knoblauchknollen, die breite ich hier jetzt auf dem Brett aus, um sie dann in der Sonne zu trocknen. Das ist gut für die Haltbarkeit, dann geht erstmal die Feuchtigkeit aus den äußeren Schichten weg. Schaut da nicht schön aus. Die Knollengröße ist ganz unterschiedlich geworden. Einmal gibt es hier so ein bisschen dickere, aber auch kleinere. Mir egal, ich esse alle gern. Der frische Knoblauch, der kommt in die Küche, den werde ich jetzt in den nächsten Wochen verbrauchen. Und ich werde Knoblauch einlegen in Honig. Hört sich erstmal komisch an, aber schmeckt richtig gut. Wofür kann ich den verwenden? Zum Beispiel für Soßen, zum Aufpeppen oder für Salate. Einfach ein paar Tropfen davon und dann 1, 2 Knoblauchzehen mit in den Salat schneiden davon. Und ihr habt schon die Süße, ihr müsst keinen Zucker dazu geben, ihr süßt mit Honig. Und ihr habt diesen wunderbaren Knoblauchgeschmack. Und die Zehen sind da quasi ewig haltbar. Ich habe hier in Honig mal den Meerrettich eingelegt. Das ist ungefähr ein Jahr her. Riecht ganz würzig. Den werde ich jetzt mal probieren. So schaut der aus. Die Wurzelstückchen vom Meerrettich kann man bei mir nicht mitessen. Man sieht, sie sind ziemlich klein und etwas verholzt und hart. Aber den Honig selber, ganz würzig ist er. Und wie gesagt, für Salate, für Soßen und so weiter. Perfekt. Und mit meinen Knoblauchzehen mache ich das jetzt genauso. Ich habe mir hier ein Glas Honig vorbereitet, ein zweites Glas und die Knoblauchzehen kommen da jetzt rein. Die muss ich natürlich erstmal schälen. Wenn der Knoblauch noch so ganz frisch ist wie bei mir hier, ist die Schale noch ganz weich und er lässt sich super einfach schälen. Dann kommt der Knoblauch hier in die Gläser. Es dürfen schon einige Knoblauchzehen sein. Wichtig ist nur, dass der Knoblauch nachher bedeckt ist mit dem Honig. Deswegen kommt hier jetzt noch weiterer Honig oben drauf. Der ist zwar ein bisschen fester, das macht aber nichts. Der wird durch den Knoblauch schnell flüssig und bedeckt den Knoblauch wunderbar. Den Knoblauch in Honig braucht ihr außerdem nicht in den Kühlschrank zu packen. Hier auch mein Meerrettich, der hält schon ein Jahr draußen und ist immer noch gut. Es ist jetzt ungefähr eine Woche später, meine Frau und ich waren mal wieder im Urlaub. Was heißt mal wieder? Ja, vielleicht 1, 2 Wochen gehen wir im Jahr. Und wir waren in Norditalien bzw. Südtirol. Und was gibt es in Italien super günstig? Was wird da auch hergestellt? Genau diese Strohhüte hier kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr mal in Italien seid, deckt euch damit ein. Falls ihr da keine Möglichkeiten habt, schaut in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch diesen Hut hier. Super praktisch. Ich habe ihn ja fast immer auf. Sonnenschutz. Und jetzt schaut mal her, wie flüssig der Honig hier geworden ist. Man sieht die Knoblauchzehen drin. Ab und zu schüttle ich mal durch und lasse es sonst stehen. Jetzt machen wir es mal auf. Macht außerdem ab und zu den Deckel auf, damit Gase entweichen können. Jetzt schaut mal, wie schön. Oh, die Süße und Würzigkeit vom Honig zusammen mit dem Knoblauch. Richtig gut. Das lasse ich aber noch ein bisschen stehen, darf noch ein bisschen durchziehen, fermentieren und dann wird es verwendet. Und denkt an Ameisen. Haltet das Glas immer ordentlich sauber, falls mal ein Tropfen daneben geht. Die Ameisen riechen das, die würden kommen. Also immer schön sauber halten.
Und natürlich habe ich ein bisschen gefilmt in Italien. Wollt ihr ein bisschen was sehen? Zeige ich euch nachher. Jetzt gehen wir aber noch kurz in den Garten, denn da hat sich schon einiges entwickelt. Hier ist das Kürbisfeld, das entwickelt sich mittlerweile schön und da sieht man auch schon die ersten Prachtexemplare. Hier ein Hokkaido und da habe ich verschiedene Sorten mit rein. Die wilde Kade hier hinter mir, die kennt ihr ja bereits schon, ist eine wunderschöne Distelart, blüht auch sehr schön und die Insekten lieben sie auch. Auf den Blüten sieht man neben Schmetterlingen, Schwebfliegen, Honigbienen eben auch hier solche Wildbienen wie die Hummel. Und diese vielen kleinen Stacheln der wilden Kade, wie man sie hier schön sieht, die stören die Hummel überhaupt nicht. Blüte für Blüte saugt die Hummel mit ihrem langen Rüssel den Nektar raus und bestäubt so die Pflanze. Hier hinter mir, da war ja der Knoblauch, den ich abgeerntet hatte. Jetzt habe ich mir aus Italien ein paar Pflänzchen mitgebracht und ihr glaubt gar nicht, wie viel günstiger die Pflänzchen dort sind im Vergleich zu uns hier. Ich habe mir hier reingemacht ein paar Asiasalate, Kohl, Pak Choi, Chinakohl. Freue ich mich schon drauf. Da werde ich Kimchi draus machen, wenn es dann klappt mit dem Chinakohl. Und Fenchel und Lauch. Ich freue mich. Was sich ja total schön entwickelt, ist der Beifuß hier. Es ist einjähriger Beifuß, kein mehrjähriger. Das hier ist eine Heilpflanze und dazu wird es einen separaten Film geben. Stinkt auf jeden Fall genauso wie der mehrjährige. Dann schauen wir mal ins kleine Gewächshaus. Hier wächst sehr schön der Basilikum. Da muss ich mal die Blüten wegschneiden, damit die Kraft weiterhin in die Blätter geht, nicht in die Blüte. Da werde ich dann ein Pesto draus machen. Was mich ein bisschen ärgert, sind die ganzen Chili- und Paprikapflänzchen. Die haben so gar keine Lust zu wachsen. Sie kommen schon, aber einfach langsam. Das ist einfach geschuldet dem kalten Frühling. Da hatten sie einfach keine Lust. Aber Fruchtansätze gibt es schon so ein bisschen. Hier und hier, da sind noch Blütenreste dran. Sie kommen schon. Als Gärtner heißt es halt einfach immer Geduld haben. Hier in meinem Steinhochbeet, hier wächst außerdem wunderschönes Bohnenkraut. Da habe ich auch nachgepflanzt. Hier waren ja Radieschen und so weiter drin, sind alles draußen mittlerweile. Chicorée, da hinten wächst noch eine Gurke, Fenchel, Kohlrabi, den essen wir gerade peu à peu auf. Und hier auch noch mal verschiedene Gurkensorten. Die dürfen hier hochranken. Super hässlich finde ich ja, diese Gemüseschutznetze, aber leider nötig gegen den Kohlweißling. Hier habe ich verschiedene Kohlsorten und die Netze schützen wirklich gut. Dahinter wachsen die Physalis, in der Mitte eine wunderschöne Stockrose. Aber die werde ich jetzt erstmal hochbinden, denn die steht ein bisschen schief. Klasse. Also eine Stockrose ist schon wunderschön. Mit tollen Blüten. Mein Erdbeerfeld dieses Jahr ein reines Trauerspiel. Es war viel zu trocken, dann viel zu heiß. Die Erdbeeren haben es kaum überlebt. Ich wässere sie jetzt jeden Tag, aber mit der schwarzen Folie ist einfach keine gute Idee gewesen. Es hält zwar das Unkraut zurück, aber es wird zu heiß für die Erdbeeren. Die mögen es dann doch eher kühl. Deswegen werde ich das ganze Beet mal ändern und die Erdbeeren nur noch mit Stroh mulchen, nicht mehr mit Folie. Vielen Dank an alle, die es mir geschrieben haben. Auch der Mais hat sich mittlerweile richtig schön entwickelt, ist groß geworden. Zuckermais ist das. Und auch die Bohnen sind mittlerweile ganz oben angekommen, ungefähr 4 Meter hoch da oben. Es sind ja verschiedene Sorten. Ja, die hier haben sich toll entwickelt, wachsen gut, während die da hinten noch super klein sind. Hier in meinem Kartoffelfeld immer noch frei von Kartoffelkäfern, richtig gut. Dann habe ich hier eine Reihe Buschbohnen und eine Reihe Erbsen. Die kommen wunderbar und sind so schön lila. Und vergesst nicht, Bohnen nicht roh essen, die muss man abkochen, die wären roh giftig, während die Erbsen kann man roh essen. Und schmecken auch richtig gut. Bei den Zucchinis habe ich mir angewöhnt, mittlerweile nur noch eine Pflanze. Denkt dran, immer regelmäßig abzuernten. Ich war jetzt eine Woche weg. Hier kommen wieder welche raus. Da kommen nämlich schon wieder so viele nach. Eine Pflanze reicht für eine Familie locker aus. Dann gehen wir noch schnell ins große Gewächshaus. Und hier haben sich schön die Honigmelonen entwickelt. Die binde ich hier immer hoch. Ja,
kommt öfters die Frage, warum hochbinden? Sind einfach Platzspargründe. Die Honigmelonen, meine Sorte hier, Petit Gris de Rennes, die werden ja nicht allzu groß. Und wenn die dann hier dranhängen irgendwo, kann man sie vielleicht ein bisschen unterstützen oder die Pflanze trägt das schon. Hier nochmal von mir eine traurige Voranzucht. Blockpaprika war das. Warum die keine Lust hat, ich weiß es nicht. Es war wahrscheinlich einfach zu kalt. Aber warum sie jetzt nicht wachsen will, fragt mich nicht. Hier eine nachgekaufte, es war auch ein kleines Pflänzchen. Die entwickelt sich wunderschön und hat auch schon tolle Früchte dran. Und hier mein Basilikum, das geht auch in die Blüte, macht aber nichts, hier lasse ich es, da laben sich die Bienen dran und andere Insekten, so locke ich die natürlich auch ins Gewächshaus. Die bestäuben dann auch hier zum Beispiel die Honigmelone wunderbar. Hier ernten wir regelmäßig ab. Und auch hier wieder kleine Paprika, aber immerhin kommen sie, werden auch schon rot. Andere Pflänzchen. Hier zum Beispiel die Blumenpaprika, kommt auch schon, Blumenchili. Und die hier richtig toll. Aber die ganzen Chilis und Paprikas und auch die Tomaten, die stelle ich noch vor, wenn es soweit ist. Schaut mal, wie schön. Ist das nicht eine Show? Tomaten kommen wunderbar dieses Jahr. Ich freue mich drauf. Überall hängen sie dran. Natürlich noch grün. So schnell geht es bei mir nicht. Ich habe auch keine Eile. Mom's Paste. Black Cherry, ja, die kommen bei mir dieses Jahr nicht so gut. Da muss ich mir mal frisches Saatgut besorgen. Rigottis Ochsenherztomate, das ist eine echte Rigotti-Tomate. Wer sie in der Verlosung gewonnen hat und angebaut hat, schreibt es doch mal in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Bis jetzt, sie werden wahrscheinlich auch noch nicht viel größer sein, aber da freue ich mich drauf. Sie werden groß und richtig gut. Hier die Cherny Prince, natürlich jedes Jahr wieder im Anbau. Und von letztem Jahr meine Entdeckung, die wirklich gut ist, hier die Ukrainian Purple. Die sind hier nur wunderschön, sie schmecken auch richtig gut und der Ertrag ist gut. Aber auch die ganzen Tomatensorten werde ich noch mal genau vorstellen, wenn es an die erste Ernte geht. Jetzt aber raus hier, denn da ist bockelheiß. Oh, schaut mal, was ich da oben sehe. Eine Pflaume. Insgesamt sind es vielleicht 5 hier im Baum. Da hängt noch ein Pärchen. Da hängt noch eine. Es sind wirklich nicht viele, aber ich freue mich über jede einzelne, die es dann schafft und reif wird. So schlecht es drüben bei den Pflaumen aussieht, so toll sieht es dies Jahr hier bei den Mirabellen aus. Der Baum hängt voll mit Früchten, über und über. Aber die Mirabellenernte wird dies Jahr auf jeden Fall gut ausfallen. Hier auf der Terrasse bei meinem Wein wird es wieder ein prächtiges Jahr geben. Die Trauben hängen voll. Das wird wieder so sein, dass sie mir in den Mund reinwachsen werden. Freue mich drauf. Richtig schön. Wie schaut es denn bei euch dieses Jahr mit Obst aus? Hier Äpfel, Zwetschgen, Birnen, Quitten, Mirabellen und so weiter. Wächst bei euch was? Wenn ja, was wächst besonders gut? Was wächst gar nicht dieses Jahr? Es ist jedes Jahr immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich, aber das macht es ja auch spannend. Ja, Luzi. Oh, Schatzele. Kleine. Magst du ein bisschen mit aufs Video? Das freut mich. Hier im Gartenteich entwickeln sich die Seerosen so schön. Es ist einfach eine Augenweide. Genauso wie dieser wunderschöne Käfer hier, ein großer Bock, ein Moschusbock, der ernährt sich von Blütenpollen und Baumsäften und ist gefährdet, wie viele andere Käfer auch, die auf Totholz angewiesen sind. Deswegen lasst ruhig mal Totholz stehen oder liegen. Die Käfer hier, die brauchen es zum Überleben. Und diese winzige Wildbiene hier, eine Zottelbiene, die ist auf eine Pflanzengattung angewiesen, nämlich auf Korbblütler wie diese Färberkamille hier. Und jetzt zoome ich mal weg, damit man erkennt, wie winzig diese Wildbiene ist. Sie ist so zwischen 7 und 9 mm lang. Und ich freue mich jedes Jahr wieder wie ein kleines Kind über die Stockrosen, Bauernrose auch genannt. Wunderschön, blühen herrlich in verschiedensten Farben. Sie gibt es von weiß über so ein Rot bis zu ganz dunkelviolett. Also ich glaube, in Gelb gibt es auch richtig schön. Und sehr dankbar. Bis auf den Fraß an den Blättern. Habt ihr das auch, dass die immer so durchlöchernd sind? Das kommt durch Erdflöhe. Und hier sieht man einen der Schädlinge, einen Malvenerdfloh, der natürlich auch auf die Stockrose geht.
Und auch auf den Kohlgewächsen sieht man sie. Hier ein Kohlerdfloh. Die sind jetzt nicht weiter tragisch, aber wenn es zu viele werden sollten, zu viele Löcher in den Blättern sind, dann kann man ein bisschen Gesteinsmehl auf die Blätter geben oder einfach die Erde feucht halten und immer leicht durchhaken. Das mögen sie nämlich gar nicht. So, und du Kleiner kommst jetzt mal auf meinen Finger. Hopp. Präventiv kann man auch einfach Zwiebeln oder Knoblauch zwischen die Pflanzen setzen. Die mögen sie nämlich auch nicht. Und was dieses Jahr ja auch überhaupt nicht funktioniert hat, das war Petersilie. Ich habe sie in Massen angezogen dieses Jahr, sehr früh schon, und dann rausgesetzt in die Beete. Und was ist übrig geblieben? Ja, sowas hier, einfach nicht viel, denn die Schnecken scheinen sie zu lieben. Dann habe ich nachgekauft, kleine Pflänzchen, habe sie hingesetzt. Am nächsten Morgen waren wieder alle weg, obwohl ich Schnecken abgesammelt habe. Keine Chance. Unglaublich, die scheinen auf die Petersilie dieses Jahr besonders zu stehen. Jetzt habe ich nochmal nachgekauft und ich habe es ein bisschen schlauer gemacht. Jetzt habe ich diese Schneckenkrägen außenrum gesetzt. Bis jetzt zeigen die zumindest Wirkung. Aber meine Fans wissen es ja, ich habe eine Schneckenpolizei, eine neue, nämlich Laufenten. Da sind sie, 4 Enten und das Putenküken. Das ist mittlerweile alleine, denn die Pute, die sitzt hier im Eck und brütet schon wieder. Ja, fein. Ja. Ja, und ihr Enten, fühlt ihr euch wohl hier? Ja. Ja, prima. Ja, ihr Kleinen. Sie verstehen sich auf jeden Fall prächtig mit den Hühnern, das finde ich klasse. Und wie ich es dann mache, meine Strategie gegen die Schnecken mit den Laufenten, werdet ihr sehen. Also Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dann verpasst ihr nichts. Wichtig. Und jetzt wollte ich gerade von den Hühnern in Richtung Haus laufen, da sehe ich auf dem Weg diesen schönen Falter hier. Das ist ein kleiner Eisvogel, habe ich noch nie bei mir gesehen. Wunderschön. Und weil sie wirklich schnell mit den Flügeln schlagen, habe ich ihn mal hier mit 240 Bildern pro Sekunde aufgenommen und hier fliegt er gleich weg. Und so sieht es in normaler Geschwindigkeit aus. In Italien kostet die Autobahn Geld, man zieht ein Ticket, wenn man drauf fährt, und wenn man sie wieder verlässt, muss man bezahlen. Wir sind wieder unten von der Autobahn und fahren Richtung Berge. Wir sind außerdem in Südtirol und nicht im Trentino, dort wo Sabinas Verwandte sind, aber Südtirol ist auch super schön. Unsere Unterkunft war eine Landwirtschaft, die auch Zimmer vermietet hat, war super schön. Wir hatten es hier an einem Tag ein bisschen wolkig, der Rest war herrlichstes Wetter. Und so ein paar Wolken am Himmel sind nicht verkehrt, wenn man häufig wandern geht, dann brennt die Sonne nicht so runter. Kennt ihr schon die drüsenblättrige Kugeldistel? Die werde ich mir auf jeden Fall auch mal in den Garten holen nächste Saison, denn ein Magnet für Insekten hier voll mit Bienen. Und ein Insekt habe ich gesehen, das konnte ich nicht bestimmen. Ich schätze, es ist eine Wildbiene, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, was das für eine Biene sein könnte. Sieht toll aus. Und auf dieser Kugeldistel sieht man nicht nur die Honigbiene, sondern auch Hummeln, die ja auch zu den Wildbienen gehören. Und dieses Täschchen hier am Bein, das sind gesammelte Pollen. Und bei unseren Wanderungen haben wir immer wieder Eidechsen gesehen. Ideal hier, viel Steine, viel Versteckmöglichkeiten, wunderschöne Tiere. Sehr schön fand ich diese Katzenklappe hier, gefunden in einem Scheunentor. Und hier gab es auch einen Wetteranzeiger, der mit diesem Fichtenast hier funktionieren soll. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Funktioniert es tatsächlich? Ich werde es ausprobieren. Und wer von euch erinnert sich noch daran, wie früher die Wiesen ausgesehen haben, bevor man Heu gemacht hat? Ja, es war eine Vielfalt, viel hat geblüht, die Insekten hatten ein riesiges Nahrungsangebot und es war die Apotheke für die Tiere, seien es Schafe oder Ziegen oder unsere Kühe. Dieses Heu war nicht nur ein tolles Futter für die Tiere, es war auch die beste Medizin. Und jetzt macht eure Lautsprecher mal etwas lauter, hört genau hin, ist das nicht wunderschön für die Ohren? So muss sich eine Wiese anhören.
Seht ihr den schönen Schmetterling hier? Warum nicht Unkraut einfach mal stehen lassen? Schaut mal, wie viele Insekten sich hier tummeln. Bei unserer Wanderung haben wir auch so ein Sechsfleck-Widderchen hier entdeckt. Habe ich vorher noch nie in meinem Garten gesehen. Wunderschön. Und seine Färbung zeigt an: Hallo, ich bin giftig, fresst mich nicht. Sie können cyanogene Glykoside einlagern, hochgiftig für Fressfeinde, und damit sind die ziemlich gut geschützt. Wovor sie aber nicht geschützt sind, das ist die intensive Landwirtschaft, denn riesige Maisflächen oder Weizenfelder, ja, davon können sich solche Tiere nicht ernähren. Ich finde es richtig klasse, wie man hier erkennt, wie der Schmetterling mit seinem langen Saugrüssel sich den Nektar aus der Pflanze holt. Das müsste hier eine wilde Brombeere sein. Und dahinter mit den lila Blüten irgendein Nachtschattengewächs. Die Blüten sehen ganz ähnlich aus wie die der Kartoffel oder der Tomate. Beim Wandern habe ich auch diesen Käfer hier entdeckt, ein Mistkäfer, ein ganz wichtiges Insekt, denn es kümmert sich um die Hinterlassenschaft von Schaf oder Ziege oder Rind, was auch immer ungeniert mitten auf die Wiese macht. Der Mistkäfer, der kümmert sich drum. Der rollt das Ganze auf, vergräbt's und seine Larven, seine Nachkommenschaft, die ernähren sich davon. Ein klasse System. Und hier seht ihr den Ausblick beim Wandern auf den Schlern dieser Brocken. Dahinter, das müsste der Rosengarten sein, ein Teil der Dolomiten. Verbessert mich, falls ich hier falsch liege. Wunderschön. Und natürlich sind wir auch mit der Gondel einmal runter nach Bozen gefahren, aber da unten ist es einfach zu heiß um diese Jahreszeit. Dann lieber oben in den Bergen, da ist es angenehm kühl und zum Wandern wirklich wunderschön. Und hier haben wir eine Wanderung gemacht zu den Barbianer Wasserfällen, wunderschön. Und ich werde mal ein separates Video machen, nur zum Wasserfall, so als ASMR, richtig schön zum Entspannen, denn die Aufnahmen waren mitunter richtig toll. Liebe Grüße von uns zu euch. Und auch auf einer Kugeldistel konnte ich das hier beobachten. Eine rote Mordwanze hat sich über eine Biene hergemacht. Sie hat vorne einen kräftigen Stachel, kann auch einen Menschen stechen damit. Damit sticht sie so eine Biene zum Beispiel tot und ja, saugt sie mit der Zeit aus. Davon lebt sie. Und wieder zu Hause angekommen. Ich denke noch an die Verlosung des Honigs. Zuerst habe ich jetzt mal alle Gläser abgefüllt und schaut mal, wie wunderschön hier das flüssige Gold ins Honigglas läuft. Ist das nicht eine Augenweide? Die Gewinner, die außerdem per Los ermittelt werden, die bekommen dann unter ihrem Kommentar von mir eine Nachricht. Damit ihr das auch mitkriegt, denkt dran, diesen Kanal hier zu abonnieren. Es kostet euch ja nichts und aktiviert die Glocke. Habt mit der Honigverlosung mit mir noch ein kleines bisschen Geduld. Wir haben ja bald das Garten-YouTuber-Treffen. Das nicht öffentliche, wo sich nur die Garten-YouTuber treffen. Aber denkt dran, wir machen einen Livestream für euch. Es gibt ein paar neue Kanäle, ganz interessante Leute. Das Ganze findet statt am Samstag, den 5. August, später Nachmittag, 17 Uhr. Tragt's euch in den Kalender ein. Der Knoblauch, der lag hier jetzt eine Woche in der Sonne und hat schön getrocknet, ist schön angetrocknet. Und jetzt werde ich ihn ein bisschen putzen, indem ich einfach so die äußeren Schalen wegmache und die äußeren Häute hier. Und von den Wurzeln so ein bisschen den Dreck entferne, aber nur ganz grob, da darf ruhig noch was dran bleiben. Und so, die mit dem weichen Stiel, die werden wir dann zu einem Zopf flechten. Und die mit dem harten Stiel, die schneide ich hier ab und kommen dann in die Küche. Und mache ich nicht alleine, da habe ich Besuch und die wird mir ein bisschen helfen. Hi Daniela. Hi. How are you? Ich bin nicht Daniela, ich bin Freya. Hi. Du bist gar nicht Daniela, ja? Nein. Siehst dir aber tatsächlich ganz schön ähnlich. Daniela kommt auch mal bald wieder zu Besuch. Daniela aus Australien. Neuseeland. Die treuen Fans, die wissen, wer sie ist. Ja. Und wer du bist, wird jetzt im Moment noch nicht verraten. Späteres Video dazu. Du hilfst mir aber ein bisschen. Ich helfe dir heute. Ja. Sehr schön. Ja. Dann, du hast mitgekriegt, einfach so ein bisschen ganz grob putzen. Genau. Ja, ist der, ja. Aber trotzdem, oder? Hauptsache, sie hängen. Es ist der eigene vor allem. Genau, ist der eigene. Und
Und jetzt müssen wir den Knoblauch ja noch durchzählen. Ich hatte euch ja in einem der letzten Videos gefragt, wie viel Knollen werden es ungefähr. Die zählen wir jetzt mal durch. Daniela Dubel, wie viel hast du? 31. 31 im Zopf, bei mir sind es 25. Macht zusammen. 56. Und hier hatte ich ja noch welche in der Küche schon vorbereitet. Okay. Schmeißen wir die einfach rein. Ah, die können wir zusammenlegen, ja. Okay. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96, 96. plus 56, 152 Knollen. Ah, super. Wie viel hattet ihr denn geschätzt? Wart ihr ungefähr gleich? Und wie lange reichen uns die jetzt für eine Saison? A, brauche ich ja ein paar zum Wiederaussäen im Oktober. Nicht vergessen, steckt euren Knoblauch im Oktober. Wächst meiner Meinung nach viel besser. B, Familie und Freunde kriegen immer mal wieder eine Knolle. Und C, wir verbrauchen auch recht viel. Also das ist so die Menge, die wir tatsächlich benötigen in der Küche. Esst ihr auch gerne Knoblauch? Wir essen auch sehr gerne Knoblauch. Isst man auch eigentlich bei jedem Gericht mit. Absolut, finde ich auch. Außer bei Crème Brûlée. Und jetzt bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann wisst ihr auch, wer sie ist. Dranbleiben. Und ganz zum Schluss, mitten in der Nacht, diese wunderschöne Blüte hier gefilmt. Die geht tatsächlich auch nur nachts auf. Um welche Pflanze handelt es sich? Wer weiß es? Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, quittiert es mir gerne mit einem Daumen rauf. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Sonntag ist Rigotti-Tag. Bleibt mir treu. Euer Selbstversorger Rigotti. Und jetzt kommen noch Outtakes. Die wilde Kade hier, die kennt ihr ja bestimmt schon. Ist aber eine Distelart Blut. Die wilde Kade hier hinter mir, die kennt ihr ja bestimmt schon. Ist eine Distelart, blüht wunderschön. Blüht wunderschön. Die wilde Kade hier hinter mir, die kennt ihr ja schon. Sie ist... Die wilde Kade hier hinter mir, die kennt ihr ja schon. Das ist eine Distelart, blüht Heidewitzka. Blüht wunderschön. Blüht wunderschön. Manchmal ist es schwer.